Okay, ich will nur mal ganz kurz gucken. Ja, ich kann überall hinklettern. Achso, Entschuldigung. Ich bin sehr motiviert bei dem Einsatz der Leertaste. Habt ihr auch Stellen, wo es vielleicht nicht so safe ist, hochzufliegen oder wo man aus Versehen aus dem Level fliegen könnte? Ich hoffe nicht. Aber ihr testet das immer auch, ne? Ja gut. Weil ich muss... Die Welt ist riesengroß. Das kann schon mal sein, dass das eine oder andere Loch übersehen wird, aber... Ich muss zugeben, auch wenn ihr mich hasst, aber... Du wirst mich noch kennenlernen. Oh, ciao. Ich hab's geahnt. Was denn? Jetzt kommen sie alle. Nee, da ist nix. Jetzt Alter. kommen sie alle. Alle kommen jetzt. Ach, da ist ja nix. Guck mal hier. Lola rennt. Der ist immer noch da. Ja, genau. Das ist ganz schnell, sind wir da weg. Na, guck mal. Siehst du? Ah, da sind wir wieder hier. Ja, wo ist denn dein Kumpel? Also, Gekündigt. Ja, Ja, aber gekündigt. der steht noch in der Hütte da hinten. Oh, denn? Welcher denn? Muss ich mir den Weg freischnitzeln? Nee. Oh, okay. Der wartet auf dich. Okay, das ist gut. Der Kumpel, nicht aber Lied. Der Kumpel. Der auch. Ja, ciao. War schön. Mach Idiot. So. Ich suche mal meinen Kumpel, wa? Ja, aber der ist doch da hinten. Hey, Kollege. Was ist los? Hast du Angst? Ich habe Angst um dich, ja. So. Ach, um mich, das ist Ja. Das war liebreizend. Ja. Ich dachte, bin jetzt ein bisschen schneller aus dem Wasser raus. Ja. Guck mal, das Viech zieht Ja. ab. Ist gut, ne? Ah, ist klar, wieder die Lage wieder heldenhaft bereinigt hier. So. Hier ist auch schön. Da waren wir schon. Ja, aber hier, wenn wir hier lang gehen, dann können wir ja den Spuren unseres Kumpels folgen. Der hat sich ja irgendwo hoch in die Hütte gekämpft, ne? Da haben wir den ja allein gelassen. Genau. Vielleicht nehmen wir einmal mal die Storyfahrt wieder ein bisschen auf, bevor ich dich hier in den Wahnsinn treibe mit meinem komischen Spielstil. Ich gehe erstmal überall hin, außer da, wo ich soll. Ich weiß nicht, warum das so ist. Naja, wenn wir das erlauben, wir Entwickler, dann müssen wir uns auch nicht beschweren, dass die Spieler das dann auch machen. Ne? Oh, Waffe eines Klerikers. Und da vorne lag noch einer auf der Treppe irgendwo. Ich mag's, wie die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Und der Kumpel sagt ja gerade irgendwo also los. Der hat uns sehr motiviert angesprochen. Dietrich. Klar, das nehmen wir mit. Türen knacken auch immer noch dabei, ne? Okay, bevor ich jetzt runtergehe. Irgendwo lag noch bei einer Treppe hoch ein weiterer Kleriker, nehme ich an, da drüben. So, 2 von 5. Und Missionsbericht. Na, guck. Wie kann ich ihn lesen? Mit J? Nee. Nee, ich glaube, du musst erstmal ins Inventar. Okay. Dich dann da durchhangeln. Und So. zwar rechts, glaube ich. Oder? Das hier? Ja, das ist die Karte. Achso, okay. Aha. Und da, das sind die Quests. Ja. Und ich glaube, da, wo die Zettel sind, der Unterreiter da. Ah, okay. Da muss man sich erstmal auskennen. Schriftstück. Bericht eines Klerikers über seine Mission in Edan. 16560. Ist das Datum? Ja. 16.05.160, ne? Aufbruch nach Edan. Wir haben den Auftrag erhalten, den Glauben in das Land zu tragen und sollen dafür bis in die Wildnis vordringen. 25.05. Unsere Reise war beschwerlich und lang, aber wir haben die Waldgrenzen passiert. Die Wälder bergen viele merkwürdige Monster. Wir sind ihnen möglichst aus dem Weg gegangen. 27.05. Wir sind auf einige der Waldmenschen gestoßen, aber sie wollten nichts von unseren Lehren hören. Sie bedrohten uns nur und jagten uns davon. Um die Moral meiner Brüder zu stärken, hielten wir heute Abend ein besonders langes Gebet. Kalan möge unser Flehen hören. Das bringt auch meine Moral immer in Wallung, ein besonders langes Gebet. Dann geht's ja mal weiter. 29.05. Wir haben uns in einer Ruine niedergelassen. Bis jetzt konnten wir niemanden erfolgreich Kalans Mission näher bringen. Aber dafür haben die Gebete gefruchtet. Offenbar sind sie Kalan sehr viel näher gekommen jetzt. Das finde ich ganz gut. Schön, dass ihr dann so eine herzberührenden Storys auch noch mit drin habt. Der chillt aber hart. Gut, dann gib mal her. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Das war schön. Ah, ich mag das. So, hier klettern. Okay, wir räubern jetzt hier einfach alles aus, ne? Oh, Geldbündel ist wahrscheinlich irgendein Scheißwert inzwischen. Vielleicht Altpapier.
Oh, Gebetsbuch eines Klerikers. Ja, großartig. Die Waffe eines Klerikers müssen wir bestimmt zusammensammeln. So, es tut mir leid, ich muss leider das Gebetsbuch einmal ganz kurz gucken. Hier und da. Björn. Reinheit ist dein oberstes Gebot. Kommt dir bekannt vor, ne? Nein. Nein? Guck mich mal an. Deine Botschaft verbreiten wir im ganzen Land. Bekehren die Ungläubigen in deinem großen Namen, Björn. Björn, wir folgen deinem Weg bis zum Tag der Rettung. Aha. Ich hoffe, das hat dich jetzt auch Inspiriert, ja. menschlich weiter nach vorne Ganz gebracht. bestimmt. So, kleiner Energiespeicher und Zigarettenstange. Woher hat das Radio Strom? Es ist Solar. So ein Akkumulator drin und ne? Also in dieser Welt ist Elex die Die Energie. Power Source, die Energiequelle, ne? Und da kannst du alles mit betreiben. Aber muss Elex nicht wahnsinnig teuer sein? Es kam ja nur von einem Meteoriten, wird als Zahlungsmittel benutzt und dann noch als Power Source für die Menschen sozusagen und dann noch für verschiedene technische Geräte und als Mana-Pool weiß ich nicht genau. Geil, eine Brause. Das ist mein Energiespeicher. Eine gute Brause hin und wieder. So, warte. Wir brauchen noch den 5. Teil. Oh. Oh. Yay. Oh. Da will ich mal ganz kurz. Eisenstange ist nicht so das. Der Kleriker. Ach, ist ein Missionsgegenstand. Ja, oh, wir sind noch nicht gut genug. Guck mal, Geschicklichkeit fehlt uns, Stärke fehlt uns noch und ja. Willst du sagen, ich bin ein schwacher Klops oder was? Naja, du hast immer noch ein tolles Ofenrohr. Naja, immerhin. Da lock ich aber auch keinem hinterher vor. Nee. So, Metallschrott. Ich glaube, wir sind fertig, ne? Was ist deine professionelle Meinung? Haben wir alles abgesucht? Ah, er dreht sich um. Ja, ob wir fertig sind. Okay. Ne? Ich meine jetzt hier mit dem... Ne? Wir machen weiter. Haben wir hier alles schon abgesucht? Oder haben wir da noch was gefunden? 2 Waffen hat er übersehen, ne? 2 Waffen habe ich übersehen. Ja, okay. du hast 2 Waffen übersehen. Aber du Ja, musst ja jetzt hier nicht was? hier eine Orgie starten oder was. Ich ne? mach hier die Orgie, da schlackerst du mit den Ohren, mein Freund. Oh Mann. So, warte. Okay. Da ist nämlich eine ganze Delegation. Hier ist eine Hundertschaft von Piranha Bytes quasi. Die sitzt gerade im Hintergrund und guckt mit Argusaugen, dass wir ja keinen Scheiß bauen. So, hier. Da ist bestimmt... Knochen ist bestimmt die Waffe. Wie konnte ich denn 2 Waffen übersehen? Ach, guck mal, aber zumindest einen Heiltrank hast du übersehen. Da, guck mal, da ist auch bestimmt Puffbrause drin. Nee, ist es nicht. Nee, aber Ja, du mal Elixit, ja, guck mal, das ist auch 33. richtig tolles Zeug. Ja, ist gut, ja. Und Propaganda. Propaganda, guck mal. Was? Roger Wilco ist auch dabei. Was ist das für Sprach? Das ist Kleriker und Alpsprache. Und die ist ein ist- Alphabet, das man Dekodiert. auch entziffern kann, dekodieren kann. Genau, richtig. Ne? Aua. Blabla ist... Power. Kalans Power. Kalans Power. Ach, Our Power ist Kalans Power. Nee, Our Army oder so ist Kalans Power. Und hier Bill, SWL. Elex. Purity. Our Purity. Ah. Kann man schon ein bisschen lesen. Ne? Reinheitsgebot der Kleriker. Okay, kann man. Kleriker, die verbieten sich selber Elex zu konsumieren, weil es halt zur Degeneration des vegetativen Systems führt und so weiter. Haben sie ja auch recht. Guck mal hier, haben wir natürlich einen Ball gefunden. Zufälligerweise von dem liegt wir da noch wussten- ein Beil in der Gegend rum. Guck Von mal, dem wir wussten, pass mal auf, die Eisenstange spare ich mir mal, ne? Die werden wir wahrscheinlich dann. verkloppen. So, kurz mal anschauen. Ja. Sehr gut. Gewalt. Ja. Gegen Gegenstände. So. Das ist manchmal, da hat man so Tage. Das ist ganz schön warm hier drum. Meine Herren. Ja, ich sag ja, ich habe gedacht, dass ich hier im Keller dann sitze und da ist alles schön kühl, aber ja, ich freue mich schon auf den Hochsommer. Da lade ich euch gerne nochmal ein in meine Herrensauna hier. Ja, komm auch gerne nochmal vorbei. Auch für Damen. Ich muss noch mal ganz kurz relativieren hier schnell. Das ist eine Gemischtsauna einfach. Oder? Die Frage ist, trauen wir denn? Ich meine, er ist nett und er hat uns geholfen und wir sollten vielleicht ein bisschen Vertrauen zurückgeben.
Ich dachte, du weinst jetzt. Ich schwitze. Ach so, okay. Ich Das hab ist Angstschweiß. Vor deinen Schwitzen ist Weinen der Stirn. So. Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Aus der Nähe betrachtet wirken diese Waffen weniger furchteinflößend, als man glauben mag. Trotzdem sollte man sie mit Respekt behandeln. Meiner Meinung nach gehören sie aus dem Verkehr gezogen. Glücklicherweise ist Goliath genau der richtige Ort dafür. Ja, aber dann verkaufen wir die da und die verkaufen die wieder weiter. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten, scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Also die Kleriker nutzen kein Elex, also keine Magie, aber verlassen sich dafür auf Hochtechnisierung. Die benutzen das Elex als Power Source für ihre Maschinen, für ihre Roboter und so weiter und so. Aber selber halt konsumieren. nicht den hier Nee, den quasi. hier. Okay, Das ist alles verboten. gut. Okay, das ist gut. Das ist gut. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst, folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Ah, guck mal. Da geht doch was. Hast du gesehen? Ja. Hast du gesehen? Boah, besser als so ein schäbiges Rohr. Ja. So, jetzt kann ich das Spiel auch durchspielen. Kann's weitergehen? Oh, warte, eine Minze. Amana. Also los. Schön. Als wäre man schon immer hier gewesen. Aha, hier ist die Rhön. Mhm. Oh, das ist die Mosel. Wir sind nicht auf der Erde. Ich wollte es nur mal ganz kurz erwähnen. Was? Auf wen? Wo? Rattepack. Ach so, ja, ich hampel noch ein bisschen rum. So. Okay, wir sollten mal langsam wieder Heiltränke ausrüsten. Wenn du was So. findest. Und da die Ratten hier gerade drin waren, warte ich mal ganz kurz, bis ich hier was sehe. Da ist Klebeband, das brauchen wir auf jeden Fall später noch für eine Quest. Behaupte ich einfach mal. Und ich halte es für eine tolle Idee, hier runter zu gehen. Rubis Aufzeichnung, oh, warte mal. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel! Bewegt eure Ärsche und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Ja, die Ruby ist aber... Ganz schön Ruby. Ja. Ruby hört sich mal an wie so eine Grand Dame vom Puff. Ne? Ich dachte, das wäre Rosi. Ah ja, das geht natürlich auch. So, ein Schnäpschen. Schnappes nehmen wir einmal mit. Ist ja quasi auch wie ein Heiltrank, nur nach Mittagessen. Das sieht hier interessant aus. Oh, Das ist Ruby. alles klar. Die ist ja nicht so weit gekommen. Nee. Metallschrott, gutes Messer und Elixier. Oh. Der betet aber noch ein bisschen. Rohrzange, sehr schön. Oh, Elixier, sehr gut. Und Rohrzange halt auch. Eine Zwinge, gute Waffen. Kleiner weißer Wofür sind denn diese Steine da? Damit kannst du nachher deine Waffen aufwerten. Ah, zum Sockeln quasi. Genau. Ah, nice. So, hier wollen wir nicht unbedingt raus. Da geht's noch irgendwo hin. Ich glaube... Das ist, glaube ich, nicht so interessant, da hinten rumzudümpeln, oder? Ist da noch irgendwas Spannendes? Nee, ne? Du
kannst auch wieder nach oben gehen. Ich habe gerade irgendwas gehört, so. Ah, gut. Ich glaube, man hat dich gesehen. Nein. Oder dein Kumpel. Ja, der macht so eine Sache. Ich würde sagen, Guck der mal. kloppt sich schon wieder. Oder auch nicht. 10 Erfahrung, klar, nehme ich mit. Weitergehen. Na, guck mal. So, hier. Ah ja, der war's. Einfach in Abwesenheit kriege ich Erfahrungspunkte. Ich lasse den einfach hier farmen den ganzen Tag. Level einfach. Ja, ist doch super, ne? Ja. So. Ich meine, wir müssen ja später eh noch die Welt retten. Das ist ja immer unser Ding. So, ich lasse ihn erstmal ranlaufen. Warum mich? So. Wo ist denn der Kumpel? Ja, ich glaube, der hat sich verdrückt. Ey, ich habe leider keinen Heiltrank gerade ausgerüstet. Da hast du für den langen Schlag ein bisschen zu lange gebraucht. Ja, der Kumpel hat sich wohl vom Acker gemacht. Guck mal, es sieht fast aus wie so ein modischer Ausdruckstanz hier mit den Beinen so drüber. Okay, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Offenbar nicht hier. Naja, gut. Er macht ja automatische Speicherstände. Das stimmt. Dann hoffen weiß wir noch mal, nicht, dass ja. das jetzt nicht so weit weg ist. Ja, guck mal. Ah, das ist ja easy peasy. Haben wir denn jetzt... Guck, da kloppt er sich Ah noch. ja, das kann er gerne machen. Ich will mal ganz kurz gucken wegen Ruby. Haben wir denn die Ruby jetzt abgeerntet? Also das hört sich jetzt falsch an. Ich vermute schon. Okay, nee, guck mal, hier steht noch... Oh, jetzt hab ich voll erschrocken. Ich dachte, das ist ein Monster, aber das bist nur du. Entschuldigung. Eine Öllampe. Okay, das war aber jetzt... Hier ist nichts mehr, ne? Da haben wir... Der hat hinterher gespeichert, ne? Das sieht so aus. Ich sehe kein Ruby-Tape. Wir machen den Test. Es ist hinterher passiert. Den Besen können wir natürlich mitnehmen. Den hattest du auch eben übersehen. Nee, den habe ich stehen lassen. Ich dachte mir, wir haben ja eh schon Besen. Wie viel Besen kann der Mensch brauchen im Leben? Es sei denn, wir gründen jetzt ein Reinigungsunternehmen und können damit Geld machen. Guck mal, da hast du auch ordentlich was zu tun, hier alles sauber zu machen. Gibt es denn die Möglichkeit, hier quasi ein eigenes Reinigungsunternehmen zu eröffnen? Weil es ja Open World, da sind ja alle Möglichkeiten gegeben. Du bist auf einmal sehr still. Warum? Reinigungsunternehmen? Ich überlege mir gerade. Ja. Wir haben wohl Reinigungsroboter, so kleine Staubsaugerroboter. Okay, das wäre nichts für mich, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wieso läuft er einfach weiter? Der wird angegriffen und läuft einfach weiter. Also das ist interessant. Was ist das für ein Kumpel? Ja, Minuskumpel. Du Spalter! Der wird angegriffen und reagiert nicht mal. Jetzt. Der War auch braucht nicht erst schnell auf die genug. Fresse, bevor der was macht. Sehr gut. Oh. Ach so, da Ja, war für er dich schon. hat er nichts mehr übrig gelassen. Naja. Wollte ich gerade einen Helden auf den Schlag machen. Na sowas. Ah, wir sind auch fast da, wie ich gerade sehe. Ja. Das sieht sehr zivilisiert aus. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Nee. Rüste Nein. dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar. Danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Ein Tee. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Idan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Ganz kurze Frage. Ich kann mich später auch wieder einer Fraktion anschließen. Ja. Und je nach Fraktion wird das Spiel auch verschiedene Enden haben. Ja. Kann ich Also nicht. nicht nur Fraktionen. Es sind diverse Dinge, die du tust im Spiel, die dazu führen, dass du unterschiedliche Enden hast. Ja. Also je nachdem, ob ich ein guter Mensch bin oder... Ja, oder also wir haben ja kein richtiges klassisches Gut-Böse, wir haben Mensch und Maschine. Das heißt, die menschliche Kälte bestimmt darüber, wer du bist. Ja? Deswegen- Kälte gestiegen, Kälte gesunken. Deswegen, ich dachte, weil wir jetzt hier im warmen Gebiet sind, dachte ich mal, Kälte gesunken. Die Sonne scheint, Kälte gesunken, dachte ich so. Ne? Und dann kommst du ins Schneegebiet, Kälte gestiegen. Ach so, es ist die seelische Kälte Das der hat- Gesellschaft. Genau. Man hätte es auch Wärme nennen können, aber das fanden wir irgendwie ein bisschen Menschliche Wärme? menschliche Wärme. Oder, ja. oder statt Kälte vielleicht menschliche Kälte? Menschliche Kälte. Menschlichkeit, Oder? Weiß nicht. Emotionalität, ne? Ja, Menschlichkeit wäre schön. Menschlichkeit gestiegen. Ja, aber das würde mir gefallen. Das stimmt. Aber Menschlichkeit bedeutet, dass das gut ist. Und vor allem, wir sind ja keine Menschen, wir sind ja Alps. Ja. Also Weil wir sind es nicht hat- auf der Erde. Also Menschlichkeit ist mal behaftet mit diesem Gute. Also wenn du gut bist, dann bist du menschlich, aber das sind wir nicht. Mhm. Selbst wenn du eine Arschgeige bist und alle irgendwie umbringst und richtig bösartig bist, ist Mhm. das eigentlich Züge eines Menschen und nicht einer Maschine.
Und deswegen sinkt auch dein Kältewert. Also wenn du objektiv, ganz emotionslos objektiv an die Sachen rangehst, analytisch. Rational. Ja. Dann bist du synthetisch, richtig. Und dann hast du einen entsprechenden, bist du halt Alp, ja. Und ein Alp, der hat so viel Elex gefressen, dass er überhaupt keine Emotionen mehr hat. Und er hat halt funktioniert wie eine Maschine. Zweckmäßig, unemotional, rational. Also Recht vor Gerechtigkeit, diese Schiene. Recht vor Gerechtigkeit, richtig. Ja. Ich musste erst mal drüber nachdenken, was du meinst. Aber ja, richtig. Okay. Korrekt. Gut zu wissen. Nützt mir der Typ was? Nützt er mir nichts? Lass ihn über die Klinge springen, dann aber nicht aus Boshaftigkeit oder weil er mir was getan hat, sondern nur, weil es mich halt nach vorne bringt oder der Welt was bringt oder meiner Gilde was bringt oder. So, das ist das System, ja. Stelle ich mir schwierig umzusetzen Es ist auch vor. schwierig umzusetzen und es ist auch nicht so einfach zu spielen. Oh Gott. Ja. Obwohl, ich verlasse mich da ganz auf meine menschlichen Instinkte, Gerne. weil ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Es wird am Ende echt spannend sein, wie die ganzen Spieler sich entscheiden werden. Da sind wir auch schon total aufgeregt, wie das weia. am Ende sich äußert, ja. Oh, weia. So, pass auf. Separatisten. Die Splittergruppe der Alps. Ich höre, das seien Terroristen. Jedenfalls nicht ungefährlich. Ne, weil hier immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Ja. Also eine Splittergruppe der Alps. Ne? Ja. Aber sagen wir mal, die sind nicht ungefährlich. Wir Sie halten uns sind mal jedenfalls neutral. nicht ungefährlich. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Alles klar. Das heißt, wir dürfen jetzt auch die Stadt sehen. Ein Krieger der Berserker. Damit ist er gemeint. Den kannst du später potenziell als Crew-Party-Member Das als finde ich- Gefährte sozusagen rekrutieren. Das mag ich sehr geil. Sehr gern. Wird jemand diesen Satz sagen? Aus deiner Haut nähe ich mir eine Mütze. Nein. Gott sei Dank. Ja. Uns ist es selber auf den Sack gegangen. Komisch. Ja. Ja, das ist, weißt du, das sind immer so Dinger, du baust eine AI ein irgendwie und am Ende kommen dann die Sprachaufnahmen und dann hast du manchmal nicht genug Zeit, um zu merken, was an dem Mist, den du verzapft hast, auch wirklich nervt. Ja? Hör mal, War irgendwann lustig. Ja. ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Ich bin neu hier. Sein Name ist Ray, schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Ehrlich gesagt. Ray? Nie gehört. Na gut, dann schönen Tag noch. Hat mich irgendwie so ein bisschen an den Terminator erinnert. Dem würde ich auch so nicht War noch ein unbedingt... bisschen hübscher, ne? Weiß ich nicht. Ich würde ihm auch so keine Auskunft erteilen wollen. So. Das erste, was man im Rollenspiel macht, ist... Plündern. Genau. Sehr gut. Anleitung. Zum Plündern, hoffe ich. Anleitung, kleiner Heiltrank. Okay, da kriege ich Rezepte, die ich lernen kann. Ich mache mal so eine fragende Blicke zu dir. Was? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was ist das denn hier von der Arbeitsmoral? Oh, mein Gott. So, Anleitungen für einen kleinen Heiltrank. Sind das Rezepte, womit ich das dann lernen kann, das Es selber gibt brauen? Rezepte im Spiel, da kannst du Sachen nachher zusammendengeln, wie Heiltränke und diverse andere Sachen. Korrekt. Okay, sehr gut. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich probiere das mal ganz kurz aus. Wir haben... Sind die Rezepte hier? Nein, natürlich nicht. Vielleicht bei dem Stößelding da, neben dem Zettel. Ah, hier. Anleitung, kleine Energie. Ah, ja. So. Damit kann man einen Heiltrank, eine kleine Wunden, Voraussetzung, Chemie. Ja, ciao. Ich habe das Gefühl, das wird noch ein bisschen komplex in Elex. Ja, die Welt ist ja auch ein bisschen größer. Das wäre ja auch gekriegt nach 5 Minuten. Wie groß ist die oder wie lang ist die Spielzeit? Also die Spielzeit, wir haben selber gespielt, kannten ja alles schon und so und haben für die Hauptstory und ein paar Nebenquests und so 50 Stunden gebraucht. Und wir gehen davon aus, dass man sich da schon 60 und mehr Stunden drin aufhalten kann. Um das zu langweilig. Oh, Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. nee, weiß Darum nicht. ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren.
Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Klar. Wir haben auch ein Endgame drin, das heißt, du kannst auch endlos weiterspielen. Ja? Das heißt also, so locker 80 Stunden kannst du mindestens drin verbringen, ohne dass es, Oh Gott. Ja, es ist groß. Es ist fett. Warte. Und wie ist das? Bei den meisten Open-World-Spielen ist es ja so, hat man vorhin das Thema schon vor der Aufnahme, es ist ja weitläufig und dadurch rennst du sehr viele Strecken, die aber einfach nur leer sind. Wie habt ihr das gelöst? Naja, also wir haben immer auf Spacing geachtet, dass du überall was Interessantes findest und so. Ne? Bei so einer riesen Welt ist natürlich auch, brauchst du auch mal eine Passage, wo nichts los ist, weil sonst, der nächste NPC, der nächste NPC. Aber wir haben es halt so aufbereitet, dass es halt Passagen gibt, wo es interessant ist, auch einfach mal die Gegend zu erkunden. Aber es passiert halt auch mal ständig etwas. Das ist gut. Ja? Sehr, sehr gut. Das finde ich sehr gut. Und wie man vorhin gesehen hat, die dynamische Welt, wo dann Tiere aufeinander clashen und sowas. Genau. Ach schön. Duras kennt mich, keine Sorge? Ja, ihr. Duras kennt mich, kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Ganz kurze Frage, wenn er sagt, es wird nicht geklaut. Ja. Heißt das, du darfst dich nicht erwischen lassen beim Klauen? Oder heißt das, wenn du klaust, sofort? Klauen ist schlecht fürs Karma, aber Konsequenzen hat das, wenn du dich erwischen lässt. Okay. Karma ist dann auch wieder... da müssen wir mal gucken. Wir haben kein Karma im Spiel. Das war jetzt nur so ein Spruch. Ach so. Du kannst klauen, bis der Als alter Mal... Arzt kommt, aber du darfst dich nicht erwischen lassen, wenn du nicht möchtest, dass du dadurch halt, ne? Okay. Weil das mit dem Karma, glaube ich sofort als alter Ultima-Spieler. Ja, okay, das stimmt. Stealing. Ja. Oh, so war das. Ja. Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisen-Clan und dem Hammer-Clan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische. Ragnar, Sohn von Bjar. Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Ein bisschen nordisch angehaucht, ne? Ein bisschen. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut, denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Ja, mal schauen. Also der wohnt irgendwo oben auf dem Berg wahrscheinlich. Sehr eigenwillig. So, Meister Thorald, hier. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Das wird sich dann zeigen. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut.
Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Okay. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Du könntest auch ein Reinigungsunternehmen eröffnen. Das würde auch gehen. Ich hätte nicht erwartet, dass ein Goliath auch mit Splittern... Okay. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elexit-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elexit als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Wird ja auch keinen Sinn machen. Warum eigentlich nicht? Ja, dann können sie ja nur mit sich selber handeln. Ne? Vielleicht, oder ein Umrechnungssystem, ein komplexes. Ja. Da macht ihr ja so verschiedene Wirtschaftskreisläufe. Da, Also da träumt, Zölle heben und Ja. Ich kann mir vorstellen, da träumt so mancher Entwickler von. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Dreckiger Dieb! Alter, schön weggeklatscht. Ja. Einfach durch. Ja. Ja. Das war Er hat gut. dich gewarnt. Ja, das kann ich nicht verneinen. Suchst du was Bestimmtes? Nein, ich... Ja, es ist verlockend. Ah, scheiß drauf. Dreckiger Dieb! Ja, ich komme damit durch. Yeah. Jo, was geht? Warum verfolgen wir den eigentlich? Tja, warum verfolgen wir den eigentlich? Ja. Wir sind ja jetzt alle noch Ist da. ihm eigentlich egal, aber ja. Na gut. Der andere hat ihn verfolgt, jetzt verfolgt er dich auch. Okay. Ja, das hast du dich Und wenn, halt... wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und Ja, dann hast du halt Ärger am Arsch. dann werden es immer mehr quasi mich verfolgen. Irgendwie schon. Ne? So, jetzt haben sie das abgebrochen. Hört man dann noch Musik? Ne? Ja, und jetzt natürlich der Test, die Probe aufs Exempel. Jo, Freunde, ich bin's, euer Freund. Der ist wütend, der redet nicht mit mir. Aber die greifen noch nicht mehr an. Jo, ich bin hier sehr willkommen in der Stadt. Ja, du bist ja mutig. Das ist meine Stadt. So, der ist gerade nicht zu Hause, hier kann ich klauen. Jemand hat dich wegen deiner Verbrechen gemeldet. Jetzt weißt du Bescheid. Oh, Egal, was du vorhast, ich sehe es. ja, die ist leer. Machst ja echt gleich Freunde da mit den Jungs. Ne? Ja, na klar. Ja, kann man machen. Okay. Oh, eine Frau haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Guten Tag. Später vielleicht. Okay, ciao. Ich wollte nur mal zeigen, dass es auch Frauen gibt. Boah, sieht aber echt schön aus hier. Da könnte man sich schon vorstellen, so auch, ne? Ganz kurze Frage, wenn mich jemand wegen meinem Verbrechen meldet, was bedeutet das konkret für mich jetzt? Ja, das bedeutet, dass jemand dich da zur Rechenschaft ziehen wird. Das heißt, irgendein Mensch, ne, der Oberste, zu dem du eigentlich möchtest, du möchtest ja was von dem, ja? Oder auch nicht, dann gehst du halt woanders hin, aber solltest du was von ihm wollen, zum Beispiel der Gilde beitreten oder sowas, ja, könnte ja sein, dann sagt er in dem Moment mal, du bist ja als Dieb unterwegs oder was? Das ist mir in die Tasche gefallen, das wurde mir untergejubelt. Die Drogen gehören gar nicht mir. Und das kann sich steigern, also dass, wenn du da drauf scheißt und sagst, nö, ich will jetzt hier einfach mal die wilde Axt walten lassen, ja, dann sind die Bestrafungen auch entsprechend. Also das heißt, irgendwann handeln die Leute nicht mit dir oder das geht sogar bis hin, dass irgendwelche Kopfgeldjäger auf dich ausgesetzt werden, ja, wenn du dich erwischen lässt. Hat keiner gesehen. Naja, Die gute Drüsensuppe, ja. die ist jetzt mir. Der Krug auch. Gibt ja kein Karma-System. Hey, Werker. Ist das nicht Geralt von Riva? Naja, fast. Geralt von die Riva. Geralt ist hübscher, ne, sag mal. Ja. Ja. Dem sein Bruder. Ja.
So, warte mal hier. Ach, schön, auch mit dem Wasserfall. Wo finden die Leute nur immer so eine schöne Fleckchen Erde, um sich niederzulassen? Einmal ein Träumchen. Was ist das? Ist das Das ist einfach mal ein Loch. die Grube? Okay. Okay. Der Hahn hat Probleme. So. Ah, da ist schon wieder die Setzerin, die hat keine Zeit. Da ist ein Setzer. Was machen die Setzer denn eigentlich? Die setzen. Ah, Pflanzen wahrscheinlich. Setzlinge. Ja, ich dachte gerade so Bücher. Nee, die kümmern sich um Pflanzen. Und zwar solche, die sie zu Terraforming-Zwecken verwenden. Das heißt, die stecken das ganze Elex-Wandel so in Mana und züchten damit Pflanzen, die sie dann irgendwann, wenn sie groß genug sind, in die Welt raustragen. Das Ding, diesen Setzling nennen sie dann Weltenherz. Und das ist ein riesen Ding halt, ne? Und was dann die Energie in die Erde pumpt und dadurch begrünen die dieses Land Edan beispielsweise. Ach, das heißt, die sind mit dafür verantwortlich, dass es hier so grün ist. Die Frage ist aber, wenn man das Land begrünt mit Elex und das bei Menschen aber so schief geht, könnte es bei der Natur nicht auch schief gehen? Also wenn man es vorher in Mana umwandelt, nicht. Bis nachher. Ah, na gut, das stimmt. Was mit dem? Der Ich war kritisch angeguckt. Ich gehe mal zu Oran. Was machst du hier? Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Ich wollte nur klauen. Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Wenn ich was klauen kann, Ich könnte auch was zu trinken vertragen. das wäre Gib mir super. was zu trinken. Was willst du haben? Na guck mal, Schnaps, Brause. Ich will ein Brot trinken. Warte. Mana-Trank in einer Also Kneipe. Brause wäre jetzt super. Willst du eine Brause haben? Ja, Brause wäre super. Okay, ich kaufe eine Brause. So, haben wir eine Brause gekauft? Haben wir hier auch noch irgendwo eine Brause? Das ist eine gute Frage. Ja, können wir uns mal irgendwie gucken, weil ich Suchst geht so langsam die Biselotten hier. Ich kenne das. Wir brauchen dringend den Getränkekühlschrank hier vorne. Weil hier unten ist ja auch immer, ne, wie erwähnt, hier ist ja Sauna. Deswegen, bei dem Flüssigkeitsverlust muss man natürlich auch gucken, dass das wieder reinkommt. Früher oder später musste das ja passieren. Das hast du jetzt gerade wieder, ne? Manchmal kommt es knüppeldick. Ich sag's dir, du, ich sag's dir. Ist das Born to be Interessanter Wild? Gedanke. Sieht so aus, ne? Wird schon schief Guck mal, der trinkt. Ich bin mal Ich weg, auch. Leute. Trinkt nicht so viel. Trinkt nicht so viel. Hey, du gehörst nicht zu uns. Was willst du hier? Klauen. Wer will das wissen? Mein Name ist Born, Sohn von Algor. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Das ist ja genau unser Ding, da müssen wir hin. Das ist ja genau das. So, wenn du Oberaufseher... Ja, gute Frage. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Aber eigentlich hast du recht. Ich könnte mich dort unten mal wieder blicken lassen. Nicht, dass jetzt jeder meint, eine Pause machen zu dürfen. Also, wir sehen uns später. So, Alt, du wirst hier als Verbrecher gesucht. Wett. Melde dich sofort bei Ragnar, bevor du noch mehr Ärger an den Hacken hast. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur geredet mit den Leuten. Ärger an den Hacken. Das. Aber wo kommt das her? Dankeschön. Ah, Ich hab was Tolles an. ein gutes Markenprodukt. Ich wurde gerade gefragt, ob du auch eins haben willst. Nee, ich hab noch, aber vielen hast Dank. Vielen Dank. Alles gut. So. Ne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, natürlich noch nicht, wie ich zu Ragnar komme. Einfach den Berg hoch. Ah ja, stimmt, macht ja auch Sinn. Aber erstmal muss ich ganz kurz gucken, dringend gucken, was ist denn hier? Das ist der Schlund. Da schmeißen die Berserker ihren ganzen
Schrott runter, den sie von Elex befreit haben. Das heißt, die finden natürlich auch irgendwelche Waffen von den Klerikern oder so und bringen sie dann hier hin, ja, extrahieren das Elex daraus, schmeißen es in ihren Mana-Schrein, ne, um da Mana draus zu machen. Und den ganzen Schrott, den schmeißen sie da unten hin. Aus einer Müllkippe. Ja. People never change. Nee. Auch auf anderen Planeten. Aber ich mag es, wie das ganze Dorf sich hier quasi um diesen Berg schmiegt und so weitläufig ist. Das finde ich irgendwie gut. Ja, vor allem ist es so übersichtlich, ne? Ja. Also ein bisschen verwirrend. Ja.